Joachim hat mir die folgende Geschichte über Tom's Health Facts gesendet, die ihm 2022 in Rumänien passiert ist. Er wurde trotz zweier Hunde im Wohnmobil während des Schlafes ausgeraubt. Hallo, ich bin Tom. Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto durch die atemberaubende Landschaft der Karpaten. Die Sonne geht unter, die Luft ist kühl und du hast gerade erst ein paar beeindruckende Fotos von Bären geschossen. Klingt nach einem perfekten Abenteuer, oder? Für Joachim, einem erfahrenen Reisenden, sollte dieser Trip eigentlich nichts Ungewöhnliches sein. Doch dann passierte etwas Unerwartetes. Joachim war mit seinen Dackeln auf einer Tour durch Rumänien und hatte sich vorgenommen, die berühmte Passstraße Transfăgărașan zu befahren. Diese kurvenreiche Straße ist bekannt für ihre atemberaubende Landschaft und ihre wilden Tiere, vor allem für Bären. Da es schon spät war und Joachim sehr müde war, hielt er an einer einsamen Parkbucht, um zu übernachten. Als er mitten in der Nacht wegen der Kälte wach wurde, um die Standheizung einzuschalten, stellte er fest, dass seine Fahrertür offen stand. Nach kurzem Zweifeln, ob er sie selbst aufgelassen hat, bemerkte er, dass seine Wertsachen, die er in seiner Dokumententasche aufbewahrt hatte, verschwunden waren. Panik stieg in ihm auf. Allein in einem fremden Land, ohne Papiere und Geld, fühlte er sich hilflos. Doch Joachim behielt einen kühlen Kopf. Er erinnerte sich an seine Dashcam und schaute sich die Aufnahmen an. Die Kamera hatte den Diebstahl mehr oder weniger aufgezeichnet. Man konnte Bremslichter eines Autos sehen und schemenhaft, wie eine Person um sein Van geschlichen ist und mit einer Taschenlampe hineingeleuchtet hat, um zu prüfen, ob etwas offen herumliegt, was man schnell klauen kann. Als er Joachims Tasche gesehen hat, war die Entscheidung wohl gefallen und die Wertsachen wurden gestohlen. Joachim wachte auf und die Tür seines Wagens stand offen. Das war natürlich ein Schock, zumal die beiden Hunde genauso wie Joachim nichts davon mitbekommen haben. Doch zu Joachims Überraschung fand er seine Tasche später unter seinem Auto wieder. Alle Papiere und Karten waren noch da. Nur das Bargeld fehlte. Es schien, als hätten die Diebe seine Tasche aus Gewissensbissen oder der Einfachheit halber zurückgelassen. Joachim nannte sie scherzhaft Gentleman Gangster. Diese Erfahrung hat Joachim zwar erschreckt, aber auch seine Abenteuerlust gestärkt. Er hat gelernt, sein Auto besser zu sichern und ist jetzt noch vorsichtiger, wenn er alleine unterwegs ist. Aber er lässt sich von solchen Vorfällen nicht unterkriegen, denn die Faszination für fremde Länder und Kulturen ist einfach zu groß. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Lasse keine Wertsachen offen herumliegen. Verstaue sie in einem Safe oder verstecke sie gut im Wagen. Denn die Täter in diesem Fall haben das Fahrzeug vorher ausgespäht und gecheckt, ob sich der Einbruch lohnt. Hätten sie nichts gesehen, wären sie vermutlich wieder weggefahren. In der Videobeschreibung findest du übrigens einen Link zu solchen Safes. Was auch helfen kann, ist eine Abdeckung der Fensterscheiben von innen, die die Einsicht von außen verhindert. Hierfür gibt es Sonnenschutz, der von innen an die Scheiben kommt. Auch hierfür findest du einen Link in der Videobeschreibung. Schließe immer ab, denn auch wenn du Hunde dabei hast, können diese offenbar tief und fest einen Einbruch verschlafen. Die Dashcam ist super, du solltest eine mit Bewegungsmelder haben und eine, die auch den Innenraum filmt. Einen Link findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Versuche zu vermeiden, auf einsamen Straßen zu übernachten, aber klar, bevor wegen Übermüdung etwas passiert, dann ist das manchmal nicht anders machbar. Versuche dann aber unter einer Laterne oder einem Rastplatz mit Videoüberwachung zu stehen. Sichere deine Fahrertür und die Beifahrertür mit einer Sicherung. Hier gibt es tolle Dinge, wie zum Beispiel welche, die man in das Gurtschloss steckt und durch den Türgriff fädelt. Oder richtige Riegel oder einfach eine Kette oder einen Spanngurt, den man zwischen Fahrertür und Beifahrertür spannt. Dann können die vorderen Türen nicht so einfach geöffnet werden. In der Videobeschreibung findest du einen entsprechenden Link. Joachim war zwar geschockt, aber den Spaß am Abenteuer hat er nicht verloren. Auch das sollten wir aus dieser Geschichte lernen. Sowas nervt und ist total unnötig. Aber man sollte dann nicht die ganzen Länder verfluchen oder ganze Volksgruppen. Es sind immer nur ein paar, die solche Taten begehen. Und denen sollten wir das Feld nicht überlassen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Joachim für seine Geschichte und wünsche ihm allzeit gute Fahrt ohne weitere derartige Vorkommnisse. Magst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann gehe bitte auf tomshelpfacts.de und schreibe sie mir. Vielleicht taucht auch sie schon bald in einem Video auf und hilft uns anderen gewarnt zu sein und daraus zu lernen. So, das war's schon. Bitte like das Video und abonniere den Kanal. Mach's gut, bis bald. Ciao, ciao.